Ja, und schauen wir nun nach Israel. In der Nähe des Ferienhauses vom israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu in der Stadt Caesarea ist eine offenbar von der Hisbollah im Libanon gestartete Drohne eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. 2 weitere Flugobjekte konnten abgefangen werden. Der Angriff habe wohl Netanyahu gegolten, so ein israelischer Regierungssprecher. Der Ministerpräsident und seine Ehefrau seien zum Zeitpunkt des Anschlages aber nicht in der Küstenstadt gewesen. Die Hisbollah hatte nach der Tötung von Hamas-Chef Sinwar angekündigt, ihre Angriffe weiter zu verstärken. Und nachdem die israelische Armee den Hamas-Terrorchef Yahya Sinwar eliminieren konnte, wurden jetzt mehrere Gegenstände in seinem Versteck gefunden, darunter Waffen, Munition und der Pass eines UNRWA-Lehrers. Unklar ist, ob das Dokument tatsächlich echt ist. Bei dem Mitarbeiter handelt es sich jedoch um eine reale Person, die lebt und tatsächlich auch für die Organisation arbeitet. UNRWA-Mitarbeiter sind seit dem Terrorakt vom 7. Oktober immer wieder mit der Hamas in Verbindung gebracht worden. Und Tatjana Ohm ist mir jetzt aus Tel Aviv zugeschaltet. Tatjana, also eine Drohne auf das Ferienhaus von Benjamin Netanyahu seitens der Hisbollah, auch wenn der Regierungschef selbst dort gar nicht anwesend war. Das ist natürlich ein symbolischer Akt. Was weißt du weiteres über diesen Angriff? Also Marie, die erste Meldung, dass es eine Explosion in Caesarea gegeben hat, die kam heute Morgen um kurz vor 8 Uhr. Und dann im Verlauf des Vormittags wurde eben durch das Büro des Ministerpräsidenten bestätigt, dass offenbar das Ziel dieser einen Drohne das Haus Netanyahus gewesen sein soll. Du hast selber schon gesagt, weder er noch seine Ehefrau Sarah oder die Kinder sind zu dem Zeitpunkt im Haus gewesen. Es hat auch dort keine Verletzten gegeben. Aber allein die Tatsache, dass es der Hisbollah gelungen ist, diese Drohne so weit nach Israel reinzubringen mit diesem Ziel des Hauses von Netanyahu, das sorgt hier natürlich doch für einiges Stirnrunzeln. Auch andere Drohnen sind abgefangen worden, diese aber offenbar nicht und konnte eben bis nach Caesarea durchdringen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt da auch intern darüber debattiert wird, wieso diese eine Drohne eben nicht abgefangen werden konnte. Aber es zeigt noch einmal sehr, sehr deutlich, dass trotz all der Angriffe der israelischen Seite auf die Hisbollah im Norden des Landes, diese nach wie vor in der Lage ist, hier anzugreifen. Wir hatten allein an diesem Vormittag und in den gestrigen Abendstunden mehr als 50 Raketen, die in den nördlichen Teil Israels abgefeuert wurden. Etliche davon konnten abgefangen werden, einige landeten auf freiem Feld. Es ist im Moment die Rede von 2 Verletzten. Also wir sehen, die Hisbollah ist durchaus noch in der Lage, zurückzuschlagen und hier eben auch in der Tat für Schaden und auch weiterhin für Terror zu sorgen. Das ist also soweit die Angriffe der Hisbollah. Lass uns aber auch über die Hamas sprechen, Tatjana. Denn nach dem Tod von Sinwar war ja erst gar nicht klar, wie es da jetzt eigentlich weitergeht. Hat man irgendwelche Einblicke, wie sich die Organisation jetzt neu aufstellt? Also ich glaube, man weiß auch bei der Hamas selber im Moment noch nicht so hundertprozentig, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen soll. Das Einzige, was relativ sicher zu sein scheint zum jetzigen Zeitpunkt, ist, dass die Führung dieser Terrororganisation wohl jemand übernehmen soll, der nicht im Gazastreifen ist, sondern sich im Exil in Katar befindet. Und da gibt es offenbar jemanden, der auch kommissarisch jetzt bereits sozusagen übernommen hat. Die große Frage ist vor allen Dingen aber auch, was macht der Iran und wie reagiert der Iran auf die Tötung Sinwars und welche Form der weiteren Unterstützung will er der Hamas zukommen lassen. Zumindest verbale Unterstützung hat es heute schon gegeben durch Ayatollah Khamenei, der eben gesagt hat, die Hamas ist mitnichten vernichtet worden, die Hamas sei nach wie vor sehr lebendig. Die Frage ist jetzt aber auch, und damit sind wir im Prinzip bei dem, was die Israelis hier am meisten interessiert, was bedeutet das eigentlich für die Geiseln, die Tötung Sinwars? Diejenigen, die jetzt übernehmen bei der Hamas, werden die in der Lage und vor allem willens sein, sich auf einen Deal einzulassen? Werden die willens sein, zu sagen, okay, wir lassen die Geiseln frei, wir schließen ein Abkommen tatsächlich ab, ein Abkommen, an dem ja seit mittlerweile einem Jahr gearbeitet wird und mit dem dann die noch verbleibenden mehr als 100 Geiseln, von denen man übrigens nicht weiß, wie viele eigentlich noch am Leben sind und wie viele mittlerweile auch schon tot sind, dass die dann zumindest freikommen, die sterblichen Überreste den Familien übergeben werden. Die israelische Seite wiederum glaubt nun mit den sterblichen Überresten Sinwars, wenn es um weitere Verhandlungen geht, ebenfalls ein Pfand in der Hand zu haben. Die sterblichen Überreste sind hier untersucht worden. Mittlerweile ist klar, schlussendlich tödlich war ein direkter Kopfschuss. Das ist, glaube ich, auch auf den Videos sehr klar zu sehen gewesen, die im Netz zirkuliert sind. Der Leichnam bleibt erstmal hier aus 2 Gründen. Den einen habe ich eben genannt, weil man damit glaubt, man hat ein Faustpfand in der Hand, wenn es in weitere Verhandlungen geht. Und das Zweite ist, man will zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall durch ein Grab Sinwars so eine Art Pilgerstätte schaffen.
Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Also die Hoffnungen sind, dass jetzt ein neues Momentum geschaffen ist und möglicherweise ein Geiseldeal etwas näher in die Zukunft auch rückt. Tatjana, danke schön für all diese Einordnungen.